Hi zu Lucky Recipes! Heute gibt es endlich Biryani, die Königin der indischen Reisgerichte. Was das Gericht so besonders macht und wie ihr es zu Hause meistern könnt, zeigen wir euch heute. Unser Chicken Biryani Rezept für euch wird übrigens von Tilda gesponsert, also der Reismarke, mit der wir schon immer kochen. Denn ein guter Basmati-Reis ist die Grundlage für ein leckeres Biryani. Immer wenn ich Biryani mache, bereite ich als erstes den Safran vor, indem ich ihn für einige Stunden in warmer Milch einweiche. So haben die Fäden lange Zeit, ihre Farbe abzugeben. Traditionell verwendet man Hähnchenkeulen, aber ich zeige euch heute ein einfaches Biryani mit Hähnchenbrust, das mit wenig Aufwand garantiert gelingt und trotzdem authentisch, festlich und saftig schmeckt. Das Fleisch schneide ich in etwa 3 bis 3,5 cm große Stücke und lege es in einer einfachen Marinade aus Joghurt, Kurkuma, Salz und frischer Ingwer-Knoblauchpaste ein. Ingwer und Knoblauch werden dabei im Verhältnis 1:1 fein gerieben. Die wichtigste Zutat für ein gutes Biryani ist ein hochwertiger Basmati-Reis. Und Basmati bedeutet wortwörtlich aromatisch. Und das ist auch das, was den Reis so besonders macht, dieser einzigartige Duft. Außerdem hat er eine schöne, lockere Textur und ein langes, elegantes Korn. Wir kochen heute mit dem Pure Basmati von Tilda, das ist dieser hier in der blauen Packung. Und tatsächlich esse ich den schon seit über 30 Jahren, weil schon meine Eltern ihn gekauft haben. Damals gab es ihn nur in indischen Läden oder Asialäden, aber mittlerweile gibt es ihn auch schon in gut sortierten Supermärkten zu kaufen. Für besondere Anlässe oder wenn ihr öfters diese Art von Reisgerichten esst, also nicht nur indische, sondern auch persische oder arabische, gibt es von Tilda auch den Grand Extra Long Basmati, der hat ein noch längeres Korn. Und der eignet sich besonders gut für Biryanis und Pulaus. Allerdings bekommt ihr den nur beim Perser oder Inder in größeren Packungen. Deshalb kochen wir heute nur mit dem Pure Basmati. Im nächsten Schritt werden wir den Reis gründlich waschen, um Stärke von der Oberfläche zu entfernen. Mit sanften Handbewegungen reinige ich den Reis mit kaltem Wasser und wiederhole den Vorgang 2 weitere Mal, bis das Wasser klar bleibt. Durch das Einweichen kann sich der Basmati später zu seiner vollen Länge entfalten. Ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Biryani. Außerdem wird die Kochzeit leicht reduziert. Das Einweichwasser kann ich gleich mitverwenden zum Kochen, weil wir haben ja den Reis schon gut gewaschen, das heißt die Stärke haben wir entfernt. Weil Reis der Star des Gerichts ist, bekommt er zusätzlich ein duftendes Gewürzbad aus Zimt, Kardamom und Nelken. Das passt sehr gut zum nussigen Aroma von Basmati-Reis. Übrigens, wenn euer Leitungswasser sehr kalkhaltig ist wie unseres, dann hilft ein Schuss Zitronensaft, damit die Reiskörner beim Kochen nicht miteinander verkleben. Dieses Prinzip funktioniert auch bei Pasta, ohne dabei den Geschmack zu beeinflussen. Lasst den Reis bei mittlerer Stufe nur 5 Minuten in reichlich Wasser köcheln, da er nicht ganz gar sein soll. Danach gebt ihr ihn in ein großes Sieb und lasst ihn gut abtropfen.
Cashews werden mit den Karotten, einer Prise Zucker und Salz angebraten, bis die Kerne leicht Farbe annehmen. Holt das Fleisch eine halbe Stunde vor Kochbeginn aus dem Kühlschrank. Gebt nochmal Ghee in den Topf und bratet das Fleisch bei höchster Stufe ca. 4 Minuten scharf an. Wenn die Unterseite vom Fleisch gebräunt ist, gebt ihr nochmal Ingwer-Knoblauchpaste, Joghurt und Tomatenpassata dazu. Wir würzen das Fleisch mit einem selbst kreierten Garam Masala, das perfekt mit dem Biryani harmoniert. Das Video dazu haben wir euch verlinkt. Bleibt auf höchster Stufe und lasst das Ganze ca. 3 Minuten einkochen, bis das Öl aus den Seiten hervortritt. Innen ist das Fleisch noch nicht zu 100% gar, wird aber gleich mit dem Reis geschichtet und bei niedriger Temperatur fertig gegart. So bleibt das Fleisch bis zum Ende schön saftig. Vermengt das Fleisch mit den Karotten und den Nüssen. Mit der Hälfte der Masse bildet ihr die erste Schicht des Biryanis. Der Reis kommt bei indischen Biryanis als zweite Schicht, damit er unten keine Kruste bildet. Der Reis wird dabei ganz luftig verteilt, damit auch das Endergebnis schön locker bleibt. Fertige Röstzwiebeln ersparen eine Menge Arbeit und Öl in der Küche. Daher sind fertige Röstzwiebeln perfekt für dieses einfache, schnelle Biryani geeignet. Bedeckt eure Reisschicht jetzt mit Röstzwiebeln, Ghee, Safranmilch und frischer Minze. Zusammen mit den passenden Gewürzen wird das Biryani zu einem aromatischen Reiserlebnis, das euch in Erinnerung bleiben wird. Bildet mit dem restlichen Fleisch und dem Reis 2 weitere Schichten. Und hier noch ein richtiger Geheimtipp zum Schluss, um das florale Aroma von Basmati zu unterstreichen. Ein bisschen Gera-Wasser, denn der Duftstoff von dieser Pflanze findet sich ebenfalls in Basmati und Jasminreis wieder. Alternativ nehmt ihr etwas Rosenwasser. Jetzt ist es wichtig, den Deckel schnell gut zu verschließen, damit die ganzen Aromen im Topf bleiben. Das Ganze wird jetzt nur noch fertig gedämpft. Und ich werde sogar noch mit Alufolie nachhelfen, damit hier auch an den Rändern kein Dampf entweichen kann. Diese Methode nennt man auch Damm-Methode. Lasst euer Biryani bei niedriger Stufe für 15 Minuten zu Ende dampfen. In dieser Zeit könnt ihr euch einen Joghurtsalat herstellen, denn ein Raita ist der perfekte Begleiter für Biryani, da das Gericht selbst keine Soße hat. Ein Rezept haben wir euch verlinkt. Indische Biryanis sind sicherlich von persischen Reisgerichten inspiriert und wurden zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert populär. Zu dieser Zeit herrschten die Moghulen. Mit ihren Wurzeln aus Zentralasien und Persien bekam das Essen neue Einflüsse. Ihr seht, ein tolles Biryani zu Hause zu machen ist ganz einfach, wenn ihr mit den richtigen Zutaten arbeitet. Mit frischem Ghee, gutem Safran, abgestimmten Gewürzen und hochwertigem Basmati-Reis erzielt ihr das beste Ergebnis. Wir danken Tilda für das Sponsern dieses Videos und ihr könnt euch nochmal unser Biryani Masala anschauen, weil dann seid ihr perfekt vorbereitet und könnt es genauso zu Hause nachmachen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!